Milo? Bist du jetzt erst von der Arbeit zurück? Hattest du nicht eigentlich noch vor einer Stunde Schluss? Ja, aber du kennst doch meinen Chef. Er hatte wieder einer seiner grandiosen Einfälle und wir mussten ihm alle ganz begeistert zuhören. Ach du Armer. Aber wolltest du nicht sowieso schon lange da weg sein? So einfach ist das leider nicht, Elliot. Am liebsten wäre mir ein Leben so wie in den alten Geschichten, fernab von Arbeit, Stress und irgendwie auch der Gesellschaft. Aber das weißt du ja. Was zauberst du denn da Leckeres? Spaghetti Bolognese. Nach meinem Familienrezept. Mit ganz vielen Karottenstreifen. Genauso wie du es magst. Immerhin ein kleiner Lichtblick am Ende des Tages. Was? Bin ich etwa kein Lichtblick? Du weißt, wie ich das meine. Immer wieder lecker. Es geht doch nichts über das alte Rezept meiner Oma. Das stimmt wohl. Zum Glück hat sie es dir aufgeschrieben. Milo? Ey, was machst du da? Es gibt da noch etwas, was ich dir sagen oder vielmehr zeigen muss. Elliot, was ist los? Heute Morgen war der Briefträger hier und hat diesen merkwürdigen Brief abgegeben. Merkwürdiger Brief? Zeig mal her. Ich kann mir vorstellen, wie das jetzt für dich aussehen mag, aber bitte mach dir keine Hoffnungen. Das ist nicht möglich. Dieses Symbol, der Baum. Mein Opa hat am Ende von nichts anderem mehr geredet. Heißt das vielleicht? Milo, dein Großvater ist verschwunden, als du 7 warst. Er wurde wochenlang überall gesucht. Du weißt, wie alle gesagt haben, er sei am Ende verrückt gewesen. Oskar war nicht verrückt. Er war vielmehr überzeugt. Du konntest ihn ja leider nicht mehr kennenlernen, sonst hättest du es genauso gesehen. Ja gut, aber trotzdem, was soll das jetzt heißen? Der Briefträger hat ihn heute vorbeigebracht? Ja, aber er sagte auch, dass es reine Glückssache war, dass er es überhaupt zu uns geschafft hat. Der Brief war wohl wochenlang unterwegs und niemand konnte was damit anfangen. Es steht ja nicht mal eine Adresse drauf. Wie haben Sie es denn dann herausgefunden? Nun, das hat er nicht direkt gesagt. Aber es arbeitet wohl jemand bei der Post, der sich an die ganze Sache erinnern kann. Er hat das Symbol wohl wiedererkannt, denke ich. Immerhin wurden die Suchplakate damals in der ganzen Stadt verteilt. Wäre möglich. Was hat es denn mit diesem Baum nur auf sich? Möchtest du den Brief denn gar nicht öffnen? Doch schon. Ich hab nur ein bisschen Angst davor, was ich darin finden werde. Egal was passiert, ich bin bei dir. Wie immer. Also gut. Was ist das? Ich weiß nicht genau. Es sieht aus wie eine Karte, aber irgendwie von Hand gezeichnet oder so. Guck mal hier. Ist das ein X? So wie auf einer Schatzkarte? Ich glaube, mit dem Begriff Schatzkarte liegst du gar nicht so falsch. Na, wenn das so ist, dann lass uns mal die Schaufel holen und das Gold ausgraben. Sehr witzig. Aber überleg doch mal. Mein Name auf dem Umschlag und dieses Symbol. Ich glaube, es ist eine Einladung. Irgendjemand möchte, dass ich zu diesem Ort auf der Karte gehe. Vielleicht finde ich dort ja eine Antwort auf die Frage, was wirklich mit Opa geschehen ist. Er war nicht verrückt. Vielleicht ist er ja absichtlich verschwunden, sich ein neues Leben aufbauen. Genau dort, mitten im Wald. Milo, ich glaube, du interpretierst da etwas zu viel in diese merkwürdige Karte hinein. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass es viel mehr als ein zugegebenermaßen sehr seltsamer Streich ist. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Lass uns ein paar Sachen packen und morgen einen Ausflug dorthin machen. Selbst wenn wir nichts finden sollten, sind wir immerhin mal wieder rausgekommen. Du möchtest mich wirklich dorthin begleiten? Natürlich. Auch wenn ich vielleicht nicht an das große Geheimnis glaube, bin ich immer noch dein bester Freund. Danke, Elliot. Also dann, fangen wir an zu packen. Morgen wird ein großer Tag.